Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp, ich bin Group Product Manager bei Central und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr Customizings importieren und exportieren könnt. Vielleicht dazu einen Satz vorweg. Diese Import-Export-Funktionalität bezieht sich nicht nur auf Workflows oder im Customizing, sondern kann man auch in allen anderen Bereichen von Connect genauso machen, sei es Datenstrukturen oder Mappings oder was auch immer. Das funktioniert im Endeffekt überall sehr ähnlich. Ihr habt immer hier an dem jeweiligen Element den Download-Button und hier oben rechts in der Ecke immer den Import-Button. Und dann zeigen wir das mal am Beispiel von Workflows. Wir haben hier unser Customizing Sales Order, das ihr aus dem vorhergehenden Video schon kennt. Und ich kann dieses jetzt ganz einfach per Klick exportieren. Das Video wird entsprechend heruntergeladen. Ist ein JSON-File, das euch jetzt entsprechend als Download zur Verfügung steht. Und ihr könnt dann ganz einfach hingehen und dieses JSON-File oder natürlich auch ein beliebiges anderes JSON-File, das ihr vorher in einem Connect-Projekt exportiert habt, wieder importieren. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und sobald das entsprechend geladen hat, genau, jetzt sehe ich das. Ich habe also hier meine Originalversion und hier mein importiertes File. Und was man jetzt sieht, ist, dass diese Originalversion hier eine Queue zugeordnet hat und dieser Import nicht. Das bedeutet, dieser importierte Workflow wäre jetzt nicht direkt ausführbar, sondern damit ihr den Workflow aktiv schaltet sozusagen und nutzen könnt, müsst ihr diesen Workflow noch einer Queue zuordnen. Das geht hier unter Workflow konfigurieren und dann müsst ihr hier an dieser Stelle eine Queue auswählen, zum Beispiel in diesem Fall die High Queue. Wichtig ist also hier, eine Queue muss der Workflow haben, damit der ausgeführt werden kann und aktiv müsste der Workflow entsprechend auch sein. Ja, das Ganze speichern und dann kann der Workflow entsprechend ausgeführt werden. Eine wichtige Information noch. Wenn ihr in eurem Workflow Konnektoren beispielsweise einsetzt und diese Konnektoren haben Zugangsdaten gepflegt, dann wird in der importierten Version werden diese Zugangsdaten herausgelöscht. Das heißt, das Feld ist leer. Das können wir uns auch mal ganz kurz im Vergleich anschauen. Ich mache mal einmal die Originalversion auf. Das ist also hier ja der zweite. Und da seht ihr, dass hier im REST-Connector die Raute steht. Das ist das, was wir in dem vorherigen Video gezeigt haben, als wir dieses Customizing angelegt haben. Da haben wir hier eine Raute eingetragen. Und wenn ich mir denselben Workflow in der importierten Version anschaue, also hier diesen ersten, dann seht ihr, dass bei dem gleichen Connector hier das Feld leer ist. Ja, das heißt, Zugangsdaten werden rausgenommen. Das hat einfach den Grund, dass wenn ihr zum Beispiel einen Workflow zwischen verschiedenen Kundenprojekten als Partner zum Beispiel hin und her kopiert, dass ihr nicht aus Versehen sensible Daten von A nach B kopiert, wo diese nicht hingehören. Ja, deswegen darauf achten, wenn ihr so einen Connector habt, füllt also die Zugangsdaten gegebenenfalls neu aus. Ja, und das ist schon alles, was ich hier entsprechend über Exportieren und Importieren von Workflows, in diesem Fall von Customizings, wissen muss. Wenn Fragen dazu sind, meldet euch. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren.